Also letzten Sonntag habe ich darüber gepredigt, aus 1. Johannes. Wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut seines Sohnes, Jesus Christus, reinigt uns von allen Sünden. Und ich will jetzt das noch mehr, was das bedeutet, im Licht zu wandeln. Was ist das? Und ich will das sozusagen erweitern, dieses Textes von letzter Woche. Was es bedeutet, im Licht zu wandeln? Was beinhaltet das? Und unseren Text finden wir in 2. Petrus, Kapitel 1, 1-4. Ich sage voran jetzt, das ist nur ein Stück von diesem Brief. Und das geht mehr, ne? Das kommt mehr in diesem Brief, aber das ist zu viel, ne? Ich würde nächstes Mal an einen anderen Abschnitt. Nicht, dass du wunderst, warum kommt noch was? Nur ein Abschnitt. 2. Petrus 1, 1-4. Simon Petrus, ein Knecht und Apostel Jesu Christi, an alle, die mit uns denselben kostbaren Glauben empfangen haben, durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und unseres Heilandes Jesus Christus. Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil durch die Erkenntnis Gottes und Jesu unseren Herrn, weil seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zur Gottesfurcht nötig ist, durch die Erkenntnis dessen, der uns durch seine Herrlichkeit und Tugend berufen hat, durch die uns die allergrößten und kostbaren Verheißungen geschenkt sind, damit ihr durch sie der göttlichen Natur Teilhabe werdet, die ihr dem Verderben der Lust in der Welt entflohen seid. Bis da. Ich möchte erstmal, erstens, was mir auffällt in diesem Text, wir haben einen kostbaren Glauben empfangen durch die Gerechtigkeit unseres Gottes. Der Glaube, die Gott uns gegeben hat, ist ein kostbarer Glaube. Es ist kostbarer und mehr wertvoll als alles Gold und alles Silber und alles, was du vorstellen kannst. Dieser Glaube, die der Herr uns geschenkt hat, ist keine 0815-Glaube. Ist nicht was Normales, Billiges. Es ist von Gott. Gott hat uns diese Glaube geschenkt. Es kommt von ihm. Und dieser Glaube in uns, durch den Heiligen Geist, kann das tun, kann in uns wirken, kann uns in das bewirken, was der Herr gefällt. Und wir wollen das gucken. Was ist das? Und warum ist das so? Das ist so, die Glaube, die Gott uns geschenkt hat, ist so wunderbar. Es ist über alles, was du wünschen magst. Es ist erhaben. Es ist mehr wert als alle 100.000 Rolls-Royces, 100.000 Villas, 100.000 Schwimmbäder, 100.000 Reisen nach Hawaii. Es ist viel besser, viel kostbarer. Es ist nicht zu vergleichen. Weil die Glaube, die Gott uns gegeben hat, es öffnet unsere Augen zu einer anderen Welt. Früher waren wir nur in die dunkle Welt, in der Welt ohne Gott. Wir lebten ohne Gott, hassten einander. Und jetzt haben wir das, plötzlich wurden unsere Augen geöffnet durch den Glauben. Unsere Augen sind geöffnet, damit wir Dinge sehen können, wie Gott es sieht. Gott gibt uns eine Sicht. Gott gibt uns einen Blick auf das, was ihm gilt, in den Reich Gottes. Jesus hat gesagt zu seinen Jüngern, glückselig seid ihr, die deine Augen sieht, was die sieht. Wir haben Geheimnisse, er hat gesagt, du hast die Geheimnisse des Reiches, ist dir geschenkt worden. Die Geheimnisse zu erkennen, die Geheimnisse Gottes zu erkennen, das ist durch den Glauben. Und viel mehr, Gott will uns viel mehr schenken, er will uns was geben, er will uns was schenken. Sie haben. Der Glaube ist über alles, was du wünschen magst.
Sprüche 3 kam mir im Sinn. Sprüche 3, 13 bis 18. 3, 13 bis 18. Habt ihr das verstanden? Wo den Menschen der Weisheit findet und den Menschen der Verstand bekommt, denn es ist besser, sie zu erwerben als Silber und ihr Ertrag ist besser als Gold. Sie ist edler als Perlen und alles, was du wünschen magst, ist dir nicht zu vergleichen. Langes Leben ist in ihrer rechten Hand, in ihrer linken ist Reichtum und Ehre. Ihre Wege sind liebliche Wege und all ihre Pfade sind Frieden. Sie ist ein Baum des Lebens für alle, die sie ergreifen, und selig sind, die sie festhalten. Wenn du das bekommen hast, wenn Gott dir geoffenbart hast, dann halte fest. Er hat auch offenbart, halte fest, was du hast. Lass keiner das Kostbare von dir klauen. Lass keine Philosophie. Manche Sachen sind so toll bemalt und eine Philosophie ist so schön und so groß, aber die sind leer. Die sind leere Versprechungen. Die Weisheit dieser Welt, leere Versprechungen. Aber das, was Gott gibt, ist Realität. Es ist solid. Es hat ein Fundament. Wir wissen, wo wir hier sind und wir wissen, wo wir hingehen. Aber die Menschen in der Welt wissen nicht, wo die hingehen. Aber die können es lernen. Die können das lernen. Gott will, dass alle Menschen gerettet sind. Alle Menschen. Und dass die Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Das ist ein Weg. Wenn wir gerettet sind, dann haben wir ein Licht plötzlich. Es ist ein Licht da. Ein Licht, und das, wir wissen das. Aber es gibt mehr. Wachset in der Erkenntnis, die Bibel sagt, Petrus in seinem Brief. Wachset in der Gnade und die Erkenntnis. Wir wachsen, wir bleiben nicht stehen. Wir wachsen immer, bis zu dem Tag, wir gehen wieder, ich glaube, das war in der Text letzte Woche, ne? bis der Sonne aufgeht. Ne? Wir wachsen dahin zum Licht. Das Licht wird immer stärker und das Licht wird immer stärker in dir. Das Licht Gottes wird immer stärker in dir, bis zu dem Tag, bis er kommt. Und ich glaube, wir werden das erfahren, wir werden das verstehen, sobald der Herr kommt. Und wenn Kommen nah ist, dann wissen wir das. Wir werden es wissen innerlich. Es wird uns nicht überraschen, weil wir warten. Wenn du wartest auf etwas, wird dir da nicht überraschen, oder? Ich meine, der Herr wird uns überraschen, wenn er kommt. Wir werden überrascht. Aber wir warten auf das. Das ist unsere Bekenntnis. Wir sagen es, der Herr kommt bald. Und er bereitet uns und wir wollen uns bereiten lassen. Wir wollen uns bereiten lassen. Wir wollen uns zur Verfügung stellen. Wir lernen, Dinge abzugeben jetzt. Wenn der Herr nahe kommt, alle Dinge, die noch im Wege stehen, alle in unserem Mensch, alle Dinge, die noch gegen Gottes Reich oder gegen Gottes Wille, wir wollen die aus dem Weg räumen. Wir lernen zu sterben. Wir lernen zu sterben in Christus. Wir lernen, die Dinge abzulegen. Auch Schmerzliches, schmerzlich, sterben. Paulus, ne? Ich sterbe täglich. Und wir lernen das auch. Wenn wir das Wertvolle halten oder wenn wir das Wertvolle sehen wollen, dann müssen wir lernen zu sterben. Das andere, das ist ein Kampf. Aber wir sind auf der Gewinnerseite. Du bist auf der Gewinnerseite. Amen. Du bist auf der Gewinnerseite, weil er dich erwählt hat zum Leben. Der hat dich erwählt. Er hat dich aus der Dunkelheit, der Finsternis genommen. Er hat dich genommen. Raus daraus. Jesus hat gesagt, ihr gehört nicht dieser Welt. Und er hat zu seinen Jüngern gesagt, nee, ihr gehört auch nicht dieser Welt an. Wir sind in der Welt, aber wir gehören nicht hier. Obwohl wir hier sind. Aber wir gehören nicht dieser Welt an. Wer ist diese Weisheit, die wir gerade davon gelesen haben? Sie ist ein Baum des Lebens für alle, die sie ergreifen und selig sind, die sie festhalten. Haltet fest an das, was du hast. Lass dich nicht irren von Menschen, von Scheinheiligkeit, von Scheinweisheit. Denn die göttliche Weisheit, das ist, was aufbaut. Die göttliche Weisheit verändert unserem Leben. Die göttliche Weisheit verbunden mit Kraft verändert unserem Leben.
Schmecket sie, wie der Herr ist. Ich sage so ein Wort. Schmecket den Herrn. Die Welt schmeckt sauer, stinkt, aber der Herr ist lieblich. Der Herr ist lieblich und was er gibt, ist lieblicher. Wer ist diese Weisheit, die so begehrenswert ist? Und möchten Sie ihn kennenlernen? 1. Korinther 1, 30, 31. Aus ihm aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott zur Weisheit und zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung gemacht wurde, damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Wir rühmen uns nicht selber, wir rühmen dem Herrn, der für uns alles ist. Er ist alles, was du brauchst. Er ist alles und viel mehr, wenn du ihm geschmeckt hast, wenn du ihn kennengelernt hast, wenn er in dein Leben gekommen ist. Er will alles erfüllen in dir und dir geben, was du brauchst. Du wirst nicht traurig sein mit dem Herrn. Du wirst nicht einsam mit Gott. Du wirst nicht ängstlich mit Gott. Alle Dinge der Vergangenheit, was zu unserem Leben damals zählte. Ja, wir waren ängstlich, wir waren manchmal voller Sorgen. Aber der Licht des Lebens ist in unser Leben gekommen. Und liebe Geschwister, da muss doch ein Unterschied sein, oder? Wenn das Licht des Lebens jetzt in mein Leben gekommen ist. Am Anfang haben wir zu kämpfen, aber wir überwinden diese Dinge. Wir überwinden Angst. Wir überwinden Trauer. Wir überwinden Sorgen durch den Lamm Gottes, durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Er gibt uns den Sieg. Er gibt uns den Sieg. Wir gehen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wir gehen von Sieg zu Sieg. Wir bleiben nicht gleich, ihr Soldaten und Soldatinnen des Herrn. In Gottes Armee, ihr Braven, ihr Heroes. Ich musste das lesen. Ich bin ein bisschen weiter, ich weiß nicht, in der ersten Chronik, ich weiß nicht genau, wo es war, ersten Chroniker oder Könige. Da unter David, die Heroes, die Helden. Ein Mann hat 1000 geschlagen. Er hat gekämpft. Und 1000 hat er. Und das war nicht er, sondern die Kraft Gottes. Und wenn wir dies lesen, dann denken wir, wie soll das gehen? Ja, das geht, wenn der Geist Gottes auf einen kommt, dann kannst du Dinge tun, die übernatürlich ist. Dann kannst du Dinge tun, die keiner tun kann. Und du tust es auch durch den Geist Gottes und das bringt Gott Ehre. Denn Menschen sehen, das kann nicht Menschen tun. Aber Gott wirkt in den Schwachen. Gott wirkt in den Schwachen. Als David Goliath getötet hat, ein kleiner Junge, mit einem Slingshot, wer heißt ein Steinschleuder, hat ihm den Goliath, der ein riesen Kerl, mit einem Schwert und so ein Speer, so ein riesen Teil. Er war, 3 Meter oder was. Aber es war der Geist des Herrn. Und dann ging ihn immer und bevor er ihn attackiert, bevor er ihn umgebracht hat, er war vor Saul. Und Saul sagt, du bist noch ein kleiner Junge. Aber er sagte, als ich die Schafe hütete, da kam ein Löwe und ein Bär. Und er hat die Löwe an seinen Dings genommen, hier, sein Bart, wie das heißt, ne? Hat ihm rumgeschleudert. Das kann ja nur Gott sein mit einer. Da bekommt man übernatürliche Kräfte, man bekommt übernatürliche Stärke durch den Geist Gottes. Und man sieht dann, dass es von Gott ist. Das ist der Glaube. Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Wir rühmen Gott, was er getan hat. Wir rühmen ihm, was er in uns getan hat. Und was er tun will. Und was er tun kann, habe ich gehört heute Morgen. Gott wirkt, Heiliger Geist, in der Gottesdienst heute, den Taufmenschen und gibt den Sprachen. Das war letzte Woche auch bei uns. 2
haben die getauft im Heiligen Geist und haben Neues Sprach. Also das tut Gott. Er baut seine Gemeinde und er gibt seine Sachen, er gibt seine Gaben, die Kinder, was normal ist. Das ist Apostelgeschichte, nicht wahr? Es wiederholt sich. Gott gibt, manche Leute sagen, ach, rede mit den Sekten. Ich sage nicht wer, welche Sekten. Die sagen, nee, das war nur für damals. Der Heilige Geist und Sprachen, das war nur für damals. Es ist für heute. Wer kann es bezeugen? Das ist für heute. Warum denn? Jesus Christus ist derselbe, gestern Apostelgeschichte, heute in seiner Gemeinde in Bremerhaven und in aller Ewigkeit. Er ist derselbe. Und durch Glauben empfangen wir. Durch Glaube. Wo wir reden jetzt, dieser Glaube, das Wandeln im Licht, wir wandeln in den Glauben, die Gott uns gegeben hat. Und der Heilige Geist erquickt diese Glaube in uns und macht es lebendig. Er macht es lebendig, dass wir erkennen können und ergreifen können die Verheißungen. Denn an der Verheißung, und wir lesen es nachher weiter, nehmen wir Anteil. Wer ist diese Weisheit, die so begehrenswert ist? Nochmal eine Stelle. Kolosser 2, 1-3. Ich will euch aber wissen lassen, welchen Kampf ich in euch habe und um die in Laodicea und um alle, die mein leibliches Gesicht nicht gesehen haben. Das bin ich. Oder hast du Paulus gesehen? Ich habe ihn nicht gesehen, ne? Guck mal, die mein leibliches Gesicht nicht gesehen haben. Dass ihr Herzen gestärkt und zusammengefügt werden in der Liebe und zum ganzen Reichtum der Gewissheit, des Verständnisses, um das Geheimnis Gottes, des Vaters zu erkennen, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Ihm, in dem Herrn. Und er schenkt uns diese. Wir haben das gerade gelesen, wir gehen nachher in den Text hinein. Es ist uns geschenkt. Die allergrößten und teure Verheißungen sind uns geschenkt. Du musst nicht hingehen und kaufen. Du kannst nicht irgendwo zur Bibelschule und kommen und sagen, ich möchte ein paar Verheißungen kaufen. Kannst du mir bitte, die sagen, was? Kaufen? Sind geschenkt. Geschenkt, damit wir teilhaben können, damit wir daran glauben. Die Verheißungen, damit wir an die glauben, wir können die ergreifen mit dem Glaube Gottes, die in unserem Herzen ist. Es ist was ganz Besonderes, dieser Glaube, was Gott uns. Deswegen heißt es in dem Text kostbaren Glauben. Kostbaren Glauben. Petrus auch in seinem Brief redete, dass der Glaube mehr wert ist als Gold, der erprobt ist. Mehr Gold als in Fort Knox. Hast du Fort Knox gesehen? Ich habe mal im Fernsehen gesehen. Da ist so viel Gold. Ja? Du brauchst eine dunkle Brille, wenn du da reingehst. Kriegst du geblendet. Und es ist so viel Geld da. Milliarden. Ich glaube, es ist von anderen Ländern auch. Ich weiß nicht, wie viel Tausend oder mit Tausende von Tonnen, aber es ist gar nichts. Es wird alles zerschmelzen. Es wird alles weggehen. Alles, was die Leute aufbauen, ihre Hoffnung setzen auf Geld, auf Gold, wird alles vernichtet. Es wird alles gehen. Und was stehen bleiben ist du in dem Herrn. Du wirst stehen bleiben. Du wirst noch da. Du wirst das alles sehen. Wenn das alles, Petrus sagt in seinem letzten Brief, die Elemente der Erde werden zerschmelzen. Alles wird zerschmelzen. Alles Stein, alles. Und der Herr macht neu. Aber du wirst bei ihm sein. Und du wirst das betrachten. Du wirst bei dem Herrn sein und betrachten, wer das alles neu macht. Weil du sein geliebtes Kind bist. Wir folgen unserem Text weiter. Wir gehen wieder zu 2. Petrus 1, 3-4. Weil seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zur Gottesfurcht nötig ist, durch die Erkenntnis dessen, der uns seine Herrlichkeit und Tugend berufen hat.
durch die uns die allergrößten und kostbaren Verheißungen geschenkt sind, damit, warum sind uns geschenkt? Damit ihr durch sie der göttlichen Natur teilhaftig werdet, die ihr dem Verderben der Lust in der Welt entflohen seid, oder die Verheißungen, weil seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und Gottesfurcht nötig ist. Wir leben aus der Quelle. Wir leben nur aus Gott. Wir leben aus den Verheißungen. Wir nehmen es wahr, was Gott sagt irgendwo. Wir nehmen es. Und wir glauben daher, was er sagt. Und es wird in uns eine Veränderung, durch das eine Veränderung stattfinden. Wir wissen dann, wir lernen aus der Quelle zu leben. Leben aus der Quelle, leben nur aus Gott, leben aus der Quelle des Lebens. Wir leben aus der Quelle, der in uns wohnt. Wir wollen ihm rühmen. Wir rühmen uns selber nicht, unseren schwachen Leib, unseren nichtigen Leib. Der Herr wird es verändern eines Tages. Es ist gar nicht jetzt. Ich war auch jung wie du. Damals, ne? Soldaten, so ein brauner Haar. Sah wie Oma Sharif hat mal gesagt. Wir enden, aber das ist mir egal. Was im inwendigen Mensch ist, bleibt. Das, was wichtig ist. Was am inwendigen Mensch, der inwendigen Mensch werden Tag zu Tag erneuert. Von Tag zu Tag erneuert. Und das ist richtig. Nicht der alte Mensch. Ach. Gar nicht. Das ist nicht das Endprodukt. Das ist der Beiprodukt. Nicht der Endprodukt. Der unsterblich wird über das Sterbliche. Es wird rüber, sagt in so einem Wort, ne? Wenn wir neu, wenn wir uns nachher in einen Spiegel gucken und sagen, wer ist denn das? Mike baut? Rosina? Sven, bist du es? Du siehst ja jung wie ein Prinz. Siehst wie eine Prinzessin aus. Wie schön. Weil der Herr schön ist, macht er dich auch schön. Weil der Herr schön ist, macht er dich schön. Wir singen das, der schönste Herr Jesus. Aber er ist die Schönheit, die in unserem Leben kommt. Er macht uns schön. Er macht uns lieblich. Er tut das in uns. Wir sehen das. Wir leben aus der Quelle. Wir lernen das. Wir leben nur aus Gott. Wir müssen dabei bleiben. Wir müssen immer in die Gemeinschaft, liebe Geschwister. Sehr wichtig. Der Feind will dich außen, dass du nicht in die Gemeinschaft bleibst. Am liebsten, er wird dir sagen, nee, du brauchst nicht. Kannst du im Internet, du brauchst nicht zur Gemeinde zu kommen. Du brauchst gar nicht. Denn warum hat der Herr in der Gemeinde Propheten, Lehrer gegeben in der Gemeinde? Wenn du auf dem Fernseher musst. Das ist die Lüge des Feindes, weil er dich dann weg von der Lehre, wo der Herr die Lehre gibt in die Gemeinde, weg davon, damit du dann Außenseite bist. Außen wird immer schwächer und schwächer und schwächer. Bis dann der Glaube ganz und gar. Aber der Herr will das nicht. Er will, dass du in die Gemeinde kommst und da dich aufbauen lässt. Guck mal, wie schön das ist. Jeden Sonntag haben wir wunderbare Zeugnisse. Jeden Sonntag haben wir neue Zeugnisse. Ist das nicht kostbar? Zu erbauen, was Gott alles tut unter uns. Wunderschön. Wir lernen das, aus der Quelle zu leben. Was ist das für ein glücklicher Mensch, der das tut? Wir haben von Gehorsam heute auch geredet und das ist auch dieser Schritt der Gehorsam. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten, hat der Herr gesagt. Wer mich liebt, wird mein Wort halten. Es ist auch ein Gehorsamer. Wir wissen, wenn du weißt, wo du hier bist, dann musst du genug Kopf haben, sagen, ich war im Sünde, ich war verloren. Das war nicht ein guter Weg. Jetzt hat der Herr mich gerettet, jetzt bin ich
in sein Licht, in seine Gemeinschaft. Jetzt will der Herr dich erziehen, er will dir was schenken, er will mit dir Gemeinschaft haben, dann brauchen wir dann Zeit dazu. Ihr braucht Zeit dazu, mit dem Herrn zu sein. Dieser glückliche Mensch auf Erde, ich glaube, es war so ein Buch, ne? Von Demon Shakario, das ist ein Grieche, ne? Demon Shakario, ne? Der hat so ein Buch geschrieben, die glücklichen Menschen auf Erden, das bist du. Das bist du. Wir sagen, das bist du, Herr, aber das bist du, die glückliche Menschen auf Erden. Weil du den Schatz in dir hast. Du trägst einen Schatz. Du trägst einen Schatz in dir. Und dieser Schatz eines Tages wird offenbar werden. Wenn der Schatz offenbar wird, wirst du mit ihm offenbar werden. Kolosser 3, glaube ich. Wenn der Herr offenbar wird, wirst du mit ihm offenbar werden. Weil du in ihm bist. Dieser Schatz, du nimmst teil. Dieser glückliche Mensch, Psalm 1 bis 3. Ich möge diese 3, weißt du. Hast du gemerkt, dass in meiner Predigt ich viel mit 3 zu tun habe? 1 bis 3, 3 bis 4, 13 bis 13. Wohl dem, der dem Rat der Gottlosen nicht folgt, der den Weg der Sünde nicht betritt und nicht sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern Freude hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachdenkt bei Tag und bei Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und alles, was er tut, gelingt ihm gut. Seine Blätter verwelken nicht. Auch wenn er alt ist, wird er grün, sagt das Wort. Er wird grün, weil er vom Geist Gottes erquickt wird. Weil wir in Schwachheit und der Schwachheit wird in Stärke umwandelt. Er erquickt uns, er stärkt uns, er hilft uns. Er ist bei uns, er ist bei dir. Er erquickt dein Leib, er erquickt uns, er erneuert uns. Wir werden erneuert, sagt Gottes Wort. Wir werden erneuert am inwendigen Mensch und manchmal äußerlich auch. Manchmal plötzlich, wir waren krank, plötzlich sind wir gesund. Das ist auch, der Herr ist immer noch der Arzt, immer noch der Oberarzt und er heilt, wenn er will. Nicht, wenn wir können Gott nicht zwingen, sondern durch Glauben empfangen wir. Und auch wenn es manchmal vielleicht scheinbar nicht so ist, trotzdem ist der Herr vertrauenswürdig. Trotzdem ist er wahr. Er heilt trotzdem immer noch. Er hat uns lieb und Gott hat immer noch das letzte Wort. Nicht die Ärzte. Gott hat immer das letzte Wort, liebe Geschwister. Und wir wollen sicherlich, dass Menschen heil werden. Das ist unser Verlangen, das ist unser Gebet. Aber wir müssen das, wenn wir es Gott gegeben hat, ihm das anvertrauen, das bei ihm lassen. Ihm das anvertrauen. Herr, du tust es. Das letzte Wort hat der Herr. Und er hat nicht verändert. Manchmal dauert es Zeit. Ich habe auch damals, ich habe auch einen Fall, dann habe ich meine Schulter dann irgendwie ausgedrängt. Irgendwie, das war 2 Jahre. Jeden Fall, ich kann das nicht so. Und dann sollte ich eine Operation haben, aber die Gemeinde gebeten, dass ich nicht eine Operation haben soll. Danke. Und ich habe die Operation nicht gehabt. Aber ich habe geträumt. Ich habe geträumt neulich, dass ich meine Arme so halten, hoch. Ich könnte das nicht machen. Ne? Also jetzt kann ich das ein bisschen machen. Ne? Aber das kann ich, das sogar nicht so und die kann ich nicht so. Aber in den Traum habe ich gesehen, wie ich meine Arme hochgehalten habe. Es wird immer lockerer. Vielleicht dauert es ein bisschen Zeit. In Gottes Zeit. Gott ist Chef. Er ist mein Oberarzt. Der Herr ist dein Oberarzt und mein Oberarzt. Und nichts ist ihm unmöglich. Auch wenn du denkst, dass es so lang jetzt
Einer sagt, so lang, alles so lang. Gott kann immer noch eingreifen und tun. Und er wird daraus die Ehre bekommen. Er wird die Ehre bekommen. Wenn du geheilt wirst, wenn du krank warst, dann kannst du da stehen und sagen, der Herr hat es getan. Das könnte kein Mensch tun. Aber Gott, habe ich gehört, ich weiß nicht, wo ich es gehört habe, der ist ein Ersatzteillager im Himmel. Mit Ohren und Augen und Füßen, Nasen und Arme, habe ich gehört. Okay? Also hat er schafft was Neues. Er ist immer Gottes Wort voll davon. Gottes Wort ist voll davon, dass der Herr heilt, Blinde die Augen auftut, Lahme zum Laufen und alles so eine Dinge. Er tut es, er spricht ein Wort und es geschieht. Und wir dürfen nicht aufgeben. Gib nicht auf, Geschwister, auch wenn du in Leiden hast über eine lange Zeit. Gib nicht auf. Der Herr wird wirken zu seiner Ehre. Und außerdem, der Tag wird kommen, wenn wir bei ihm sind und alles neu. Wir werden bei ihm sein und wir sind alles neu, ganz anders als jetzt. Und dann ist okay. Dann kriegen wir ganz neue Augen, ganz neue Ohren, ganz neue Ellbogen, ganz neue Zehe, alles neu. Ich freue mich in dem Herrn, ich freue mich über sein Wort, weil der Herr treu ist. Er ist treu in alles, was er tut, treu dir gegenüber. Ja, manche Sachen dauern ein bisschen, aber der Herr lässt nicht locker. Wir haben manchmal Schwierigkeiten im Leben, wir haben Kämpfe, die scheinen wie Steine, wie hart oder wie Eisen. Aber der Herr hat seine Zeit und er kommt und er hilft. Und er deckt auf und heilt und setzt frei und stärkt. Amen. Gib ihm eine Chance, gib nicht auf. Gib nicht auf. Wir wollen jetzt dieses Psalm noch mal ein kleines bisschen betrachten, besonders das Ende. Ne? Der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Das ist der Geist Gottes, den ein Leben ist, der immer erneuert, der immer uns stärkt und erfrischt und renews. Er erneuert unsere Seele. Vergessen wir das nicht. Er erneuert dich am inwendigen Mensch. Sonst werden wir so. Aber so. Juhu! Yes! Yes, Lord. Was er tut, gelingt ihm. Und was er tut und alles, was er tut, gelingt ihm gut. Dieser Mensch, der das tut, der das, was er erfolgt, der seine Gesetze Tag und Nacht nachdenkt, bei Tag und bei Nacht. Das Wort ist in ihm und er denkt, er lässt das Wort. Es ist wunderbar, wenn du das Wort in dir freien Lauf lässt. Sein Wort. Du beginnst über das zu denken, über den Psalmen. Dann kommt dieses Wort in dein Herz und dann kommt dieses Wort im Sinn. Es ist wie ein Fluss. Es ist wie ein Fluss, das Wort. Und es ist erquickend und stärkend, weil es ein lebendiges Wort ist. Tu das. Meditiere über Gottes Wort. Meditiere über das Wort. Wenn du das lernen willst, kannst du. Aber ich habe es nicht so gelernt. Ich habe es nicht so mit Lernen, so in diesem Sinn, dass ich lerne, sondern der Geist Gottes schenkt es mir. Er bringt es mir ins Gedächtnis, wo so ein Wort ist. Er bringt es mir ins Gedächtnis. Ja, ich lese das Wort, ich studiere, aber er bringt es mir zum Gedächtnis. Er schenkt es mir, sein Wort. Er schenkt dir sein Wort. Wenn du in einer Situation bist und sagst, was tue ich, er wird dir ein Wort. Er wird dir ein Wort geben. Er wird dir Weisheit schenken. Er wird dir Weisung geben, was du tun sollst. Wenn du sagst, ich bin in einer Situation und ich weiß nicht, was ich tun soll, bitte dem Herrn. Und er wird dir Weisheit geben und er wird dir leiten. Und er wird dir gute Gedanken geben. Wir sehen das hier. Und seine Blätter welken nicht und alles, was er tut, gelingt ihm gut. Aber wir wollen rausfinden, wieso gelingt ihm es gut. Warum? Weil Gott seine Hand über ihm hält. Weil er bleibt an der Quelle.
Gott hält seine Hand über dir. Er verlässt dich nicht. Wenn du schläfst, ist er da, weil Gott nicht schläft. Siehe, der Hüter Israels schläft, noch schlummert nicht. Der Herr braucht keinen Schlaf. Wir brauchen Schlaf, er nicht. Na, gut, ne? Stell dir vor, der Herr braucht Schlaf. Hä? Ich kenne nur eine Stelle, wo ich vom Schlafen. Ich kenne nur eine Stelle in Gottes Wort, da wo es auf dem Boot war. Er war in dem Boot, nicht wahr? Und die Jünger gingen rüber und es war ganz doll stürmisch und das Wasser, man dachte, die Jünger hatten ganz Angst, dass die sterben wollten. Und der Herr lag hinten im Boot und schlief. Aber ich glaube, er hat die Augen aufgehabt. Das ist meine Gedanken, okay? Ich glaube, dass der Herr so ein Auge auf hat. Kennst du das? Du kannst die Augen ganz klein aufmachen und du siehst immer noch, ob du schläfst. Ne? Kennst du das? Und ich glaube, er sah. Und dann kam er zum Herr, weißt du, dass wir umkommen? Warum hast du so keinen Glauben, hat der Herr gesagt zu ihm. Wieso hast du so kleinen Glauben? Und er spricht den Wind still. In 1 Sekunde. Das ist Gott. Das ist dein Gott. Dein Sturm. In deinen Kämpfen, in dein Auseinander, er spricht zu dir. Sei mal still. Don't worry, be happy in the Lord. Und das Wasser, ne, das wurde, ich glaube, was hast du gesagt, zu dem Wind war still, ne, das Wasser auch. Und es war wie ein Kalm, ne, war alles ganz. Und die Jünger, kannst du dir vorstellen, wenn du mit der Herr wärst jetzt auf dem Boot und es packt so? Ich weiß nicht, ich glaube, ich würde auch so. Die Jünger haben gesagt, wer ist das? Das ist auch der Wind und das Wasser gehorcht ihm. Das ist unser Gott im Fleisch gekommen ist, der dich offenbart hat. Das ist unserem Herrn. Wunderbar, diese Zeugnisse. Wieso? Er bleibt an der Quelle, weil Gott seine Hand über ihm hält. Und er bleibt an der Quelle. Er bleibt an der Quelle. Die Gemeinschaft mit dem Psalm 23, ne? Der Herr führt mich, er führt mich nee, das andere, nicht frischem Wasser. Aue. Er führt mich zum grünen Aue. Er führt dich zur grünen Aue und zur stillen Wasser. Da gehen wir hin und da trinken wir. Hat er nicht gesagt, wer mich glaubt, der wird trinken. Ich werde dir zu trinken geben. Das ist die Gemeinschaft mit dem Herrn. Das ist, wenn nicht nur so 1000 Gebote durchpellern, rette die Welt und sonst wo, sondern er ist Gemeinschaft mit dem Herrn, in ihm. Und er wird uns sagen, was wir beten sollen. Der Geist Gottes wird mir geben, was notwendig ist. Aber wir in die Gemeinschaft, wir können stiller sein, wir lernen stiller zu sein. Kennst du das? Wenn du stiller willst, und dann da kommen Telegrams. Ne? Kennst du Telegram von damals? Ohne welche Text, ohne welche Gedanken, ohne welche Sachen. Wir müssen lernen, still zu sein. Still, ganz still. Wir lernen es immer. Und dann in die Gemeinschaft mit ihm. Und er führt uns hin und wir haben Gemeinschaft miteinander. Und er gibt dir zu trinken. Dieses schöne, stille Wasser. Dieses lebendiges Wasser gibt er dir. Dann fiel mir, als ich an diesen Text dachte, haben wir ein wunderbares Beispiel von jemandem, weil Gott seine Hand über ihm hält, weil er bleibt an der Quelle. Dann ist mir 1. Mose 39, 2-3, noch ein 3. Und der Herr war mit Josef, sodass er ein Mann war, dem alles gelang. Und er war im Haus seines Herrn des Ägyptens. Und sein Herr sah, dass der Herr mit ihm war, denn alles, was er tat, das ließ der Herr in seiner Hand gelingen. Juhu!
Er ist mit dir. Er ist mit uns und er wird das alles gelingen. Soll alles gelingen, was du deine Hand drauf packst. Weil der Herr bei dir ist. Nicht, weil du so gut bist, nicht, weil du so klug bist, nicht, weil du so intelligent bist, nicht, weil du alles kannst, weil du gut gelernt hast, sondern weil er bei dir ist. Wer kommt es? Wir haben es vom Herrn, das, was wir tun können. Qualität, ne? Oder dass wir arbeiten können. Alle diese Dinge, was wir tun im Alltag oder was immer wir gelernt haben. Der Herr gibt uns das Gelingen. Sollen wir lernen? Aber er schenkt uns das Gelingen. Nicht wahr? Damit wir tun können, was ihm gefällt. Er schenkt uns das Gelingen. Hier bei Josef hat ihm alles, was er tat, egal was für eine Handlungen. Und nicht nur das, liebe Geschwister, sein Herr sah das. Der Mensch wird es sehen, dass bei dir alles gelingt. Er wird sehen, dass dein Leben gesegnet ist. Die Menschen, die mit dir arbeitest, werden sehen, wer du bist. Die werden sehen. Die gucken. Wenn du sagst, ich bin Christ, okay? Das sagt ja nur, wenn du das bekennst, dann halte dein Zeugnis, halte dich gut bei den Menschen. Ne? Also, dass dein Zeugnis aufbewahrt ist. Ne? Also nicht jetzt, dass du wie die Menschen reden, darfst du nicht reden. Wie die schlecht reden, darfst du nicht schlecht reden. Wie die fluchen, darfst du nicht fluchen. Du bist ein ganz anderer Mensch, du bist eine neue Schöpfung. Du bist neu aus Gott und du hast eine neue Natur bekommen. Du bist neu und du hast eine neue Natur bekommen. Und du kannst das Alte nicht, obwohl es da manchmal vorhanden ist. Aber wir müssen das Alte zum Tod bringen, den Todesstoß geben. Das ist noch vorhanden, manchmal kommt es hoch. Die alten Dinge und eine alte Redensweise, aber wir lernen das zu töten. Die alten Dinge des Fleisches. Wir lernen das abzulegen. Die Bibel sagt, leg es ab und sieh an den neuen Mensch, der geschaffen ist in Gerechtigkeit und wahre Heiligkeit. Das ist der neue Mensch, das bist du. Der neue Mensch in Christus. Und das lernen wir, das zu tun. Wir wollen unsere Zeugnis so aufrechterhalten, egal was. Denn die Menschen, die gucken, wenn du es nicht weißt, und die gucken, wie du reagierst. In einem gewissen Umstand, wenn alle fluchen und sagen, du sagst, praise the Lord. Und sie sagen, what? Okay, vielleicht sagst du nicht praise the Lord, aber du bleibst ruhig. Und die gucken. Und manchmal sagen sie es schlecht und sagen, nicht wahr, ich rede auf dich, nicht wahr. Und dann kannst du sagen, ich habe eine andere Meinung. Du sagst einfach, ich habe eine andere Meinung. Wir sind neu und wir müssen unsere überzeugend und bezeugen, was wir davon überzeugt sind. Wir bezeugen, was wir davon überzeugt sind, dass der Herr bei uns ist. Wir wollen für ihn, wir tun es für den Herrn, wir wollen gute Verwalter sein oder gute Zeugen sein. Manchmal ist es auch in unserer Art, wie wir mit anderen reden, wie wir sprechen. Wir lernen zu sterben. Es ist manchmal schmerzhaft, aber der Herr will das. Ich habe das auch in Zeugnissen gehört oder in Worten, dass der Herr uns bereitet. Er will uns ein Braut ohne Flecken und Runzeln. Ne? Er bereitet uns vor, ohne Schmunzel. Ohne Schnull, ne? Ohne Schmunzel. Deutsche Sprache ganz einfach für mich. Ohne Runzel. Gut, ne? Moin. Ohne Runzel. Er tut es, aber wir sind Mitarbeiter. Wir sind davon, wir wissen das, dass der Herr uns bereitet. Wir ist nicht uns unbewusst. Wir wissen, dass der Herr in uns wirkt und uns bereitet für seine Wiederkunft. Und wir wollen das tun. Wenn er sagt, hör auf damit, guck das nicht an, guck diese schlechten Dinge nicht an, guck diese schlechten Filme nicht mehr an, guck das Dinge nicht an, rede nicht so über deine Nachbarn, rede nicht so über Leute, tu das nicht. Spreche nicht schlecht über Menschen, sondern was aus deinem Mund kommt, soll gut und erbaulich sein. Das sagt Gottes Wort, Epheser. Was aus deinem Mund kommt, soll
Gutes und Erbauliches sein. Es ist einfach, schlecht zu reden. Kein Problem. Es ist leicht, mit dem Strom zu schwimmen. Ne? Da trägt dich einer fort. Aber gegen den Strom, das müssen wir. Und das ist unser Zeugnis. Wir können nicht jetzt in der Gemeinde sein, Halleluja, praise the Lord. Und dann, wenn einer fährt so schlicht, der Blitz, der Donner treffe dich. Das ist nicht gut, ne? Verstehst du, das ist nicht gut. Wir wollen geduldig sein, geduldig miteinander und geduldig mit anderen. Wie der Herr mit uns geduldig ist, ne? Danke, Herr, dass du Geduld mit mir hast. Danke, Herr, dass du Geduld. Wir sind, liebe Geschwister, wir haben alle zu kämpfen. Das ist aber der letzte Kampf, ne? Der Herr bereitet uns vor, wir haben zu kämpfen, wir haben Dinge abzulegen, wir lernen es, der Geist Gottes zeigt uns. Aber verdammt, ich sage, mein Kind, willst du das nicht mehr schenken? Ich sage, ja, es gibt dir das. Wir lernen das. Es arbeitet in uns. Die Gerechtigkeit arbeitet in uns. Die Heiligkeit arbeitet in uns. Und Heiligkeit erfordert oder er will, dass alle Sachen weg sind. Den Tempel des Heiligen Geistes, nicht wahr? Und alles andere muss weg. Muss weg von uns. Wir lernen das. Also wenn ihr jetzt in der letzten Zeit durch mancherlei Anfechtungen, praise the Lord, wenn dir das so ist. Ich habe nicht immer, aber manche Zeit haben wir so richtig dolle Kämpfe, Anfechtungen, angefochten. Aber der Herr ist dabei, uns zu läuten, damit du hervorstrahlst. Strahlen, dann kennen die Strahlerschwester und Strahlerbruder. Wie heißt du? Mein Name ist Strahlerbruder. Weißt du, Schwester? Mein Name ist Strahlerschwester. Der Herr scheint auf mich, weil der Herr mein Licht ist. Darum strahle ich. Amen. Es ist so. Die Herrlichkeit des Herrn ist über dir. Und das ist es, warum. Weil die Herrlichkeit des Herrn über dir ist. Es ist nicht uns, es ist sein. Und es wird immer mehr vermehrt. Es wird vermehrt, wird immer mehr und immer mehr. Und wir werden Dinge sehen in der Gemeinde, die wir bis jetzt noch nicht gesehen haben. Wunder würden stattfinden. Durch den Geist Gottes gewirkt. Wir haben jetzt Zeugnis von einem Bruder. Ich finde es sehr ermutigend. Guck mal, der Herr, er weiß, dass irgendwas nicht in dein Leib, nicht was in Ordnung war. Aber was tut der Herr? Der Herr kommt in einen Traum und redet zu ihm. Ist das wunderbar? Und er tut denn das. Er heult. Er tut diese Dinge, er redet, wenn wir ihn ernst nehmen. Wenn wir den Herrn ernst nehmen, dann nimmt er uns auch ernst. Amen? Also es soll dir gelingen, es soll dir auch alles gelingen. Denn uns sind die kostbarsten und größten Verheißungen geschenkt worden. Wir kommen bald zum Schluss. Das ist nochmal 2. Petrus 1, 3-4. Weil seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zur Gottesfurcht nötig ist, durch die Erkenntnis dessen, der uns durch seine Herrlichkeit und Tugend berufen hat, durch die uns die allergrößten und kostbaren Verheißungen geschenkt sind, damit ihr durch sie der göttlichen Natur teilhaftig werdet, die ihr dem Verderben der Lust in der Welt entflohen seid. Durch die Verheißungen nehmen wir teil an der göttlichen Natur, weil wir sein wollen, weil dieses kostbare Glauben, der uns geschenkt ist, und dieser kostbare Glaube befähigt uns, die Verheißungen zu erkennen und zu ergreifen. Die kostbaren Glaube befähigt uns, die Verheißungen zu empfangen, daran zu glauben. Es wird dann umgewandelt. Was sind die? Was sind die Verheißungen? Es sind viel mehr. Viel große Verheißungen, aber ich habe nur einige. Sonst sind wir hier morgen. Wenn du die Verheißungen darüber
Wir sind Teilhaber der göttlichen Natur durch die uns geschenkten Verheißungen. 1. Johannes 4, Vers 4. Ich habe 4 diesmal, was einfach ist. Kinder, ihr seid von Gott und habt jene überwunden, denn der in euch ist größer als der in der Welt ist. Nicht der größer ist, der in der Welt, sondern der uns ist. Der Gottheit, Jesus in dir, der Heilige Geist, der in dir wohnt, der Geist Jesu Christi, haben wir in manchen Stellen. Das ist der Herr. Er in uns wohnt, er in dir wohnt. Darum sind wir froh, darum sind wir glücklich. Amen. Weil er in dir wohnt. Ich sehe überall Jesus. Überall. Ihr wunderbare Kinder Gottes. Ihr herrlichen Kinder des Allerhöchsten. Was du für Titel hast. Kinder des Allerhöchsten, Gottes geliebten Kinder, überwindende Kinder. Ich überwinde weit mehr durch den, der mich geliebt hat. Ich überwinde weit mehr durch den, der überwunden hat. Seine Überwindekraft in dir. Er schenkt dir. Wenn du kämpfst, dann sag, danke Herr für Überwindekraft. Danke Herr für das Gelingen. Danke Herr für Kraft heute Morgen. Danke Herr in dieser schwierigen Situation, dass du mir beistehst. Du bist wunderbar, du bist treu. Kolosser 1, 26 bis 27. Es ist das Geheimnis, das seit ewigen Zeiten und Geschlechtern verborgen war, jetzt aber ist seinen Heiligen offenbart, denen Gott mitteilen wollte, was der Reichtum der Herrlichkeit unter den Nationen ist. Das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit unter den Nationen. Bist du von denen? Bist du von den Nationen? Ich bin von denen. Ich bin von der englischen Nation. Und du bist von der deutschen Nation, ne? Und afrikanischen Nation und chinesischen Nation. Egal. Und die Nationen. Gott wollte das offenbaren. Christus in uns, Christus in euch, Hoffnung der Herrlichkeit. Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist auch mit Kolossis hat es da auch. Kolosser 3. Ne? Und wenn Christus euer Leben offenbar wird, wenn Christus euer Leben offenbar wird, wirst du mit ihm in Herrlichkeit offenbart. Weil du in ihm bist. Wir sind unzertrennlich. Wir sind unzertrennbar. Wir sind mit ihm. Wir sind jetzt so, okay, wir laufen so rum, aber wir sind im Herrn. Wir sind in ihm und er in uns. Und dann kommt der Zeit, wenn er uns wegnehmen will. Wenn wir nicht erst einschlafen. Was auch immer kommt. Der Herr ist in seinem Buch, was jeder zukommt, wie jeder sterben soll oder nicht, ist bei Jesus, da gibt es Bücher und dein Name und alles, was geschehen soll, ist in diese Bücher geschrieben. Also brauche ich mich zu tun, ne? Ich kann mich ausruhen da drin. Deine Zeit, Herr, your time will come. Deine Zeit wird kommen. Meine Hände, ne, meine Zeit liegt in deinen Händen. Ist das nicht, das auch in dem Psalm, ne? Meine Zeit, ich glaube, es ist auch ein Psalm, ne? Meine Zeit liegt in deinen Händen. Nicht mir selbst. Wenn ich mir nicht selbst gehöre, ich gehöre Gott, ich bin sein Eigentum, dann tut er mit seinem Eigentum, was er will, oder? Dann tut der Herr mit seinem Eigentum, was er will. Ich hoffe, keiner ist müde hier heute Morgen in der Gemeinde. Letzte Stelle, Epheser 3. Epheser 3. Aber ab 14. Das ist das Gebiet für die Epheser, Gebiet für dich, Gebiet für uns. Denn was der Herr die Epheser geben will, will er uns geben. Es ist für uns, es ist unser Erbteil. Es ist das Willen Gottes, der vollkommene Wille Gottes. Er bietet das aus dem Geist Gottes. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, nachdem jede Vaterschaft im Himmel und auf Erden benannt wird, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden
durch seinen Geist am inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Damit ihr mit allen Heiligen begreifen könnt, was die Breite und die Länge und die Tiefe und die Höhe ist und die Liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet zu aller Gottes Fülle. Und das ist das Wunderbar. Ein Bruder hier war am Predigen, dieses Text, das war eine Offenbarung, die Liebe Jesu, übertrifft alle Erkenntnisse. Die Liebe des Herrn, wenn er uns berührt, es übertrifft alles, was wir wissen, alle Erkenntnisse, ist höher. Ist höher als das. Ist höher als alle Erkenntnis. Alles, was du kennen kannst, ist diese Liebe das Schönste. Denn er ist unser Geliebter. Und wir wachsen darin, nicht? Damit ihr mit allen Heiligen begreifen könnt und die Liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet zu alles Gottes Fülle. Damit ihr erfüllt werdet zu aller Gottes Fülle. Und dann, das habe ich nicht, aber ich lese auch jetzt, es ist in 2021, dem aber, der überschwänglich über alles hinaus tun kann, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt. Dem sei Ehre in der Gemeinde, in Christus Jesus, zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Er kann in dir über dein Verstehen, wir können manchmal das nicht verstehen, aber wir lesen das Wort und wir sagen, ja Herr, ich möchte das erfahren. Ich möchte, dass du das in mein Leben tust. Ich weiß gar nicht wie, aber ich danke dir, dass du es tun willst, weil er es tun will. Das ist ein Gebet, die von Geist Gottes kam, die Paulus für uns niederschrieb. Er will dir die Gottesfülle schenken, die Gottesfülle. Dann können wir nicht stehen. Dann fallen wir um, glaube ich. Dann schwanken wir so rum. Ne? Und die Leute sagen, seid ihr betrunken oder was? Und sagen, ja, wir sind betrunken im Heiligen Geist. Amen. Vater, danke für deine Güte. Deine Güte, Herr. Deine Güte, deine Treue, deine Liebe, deine Barmherzigkeit, dein Erbarmen, dein Leben, deine Herrschaft, deine Königschaft, Herr. Sei unter uns established, also soll unter uns gegründet sein, Herr, gegründet in diese Gemeinde, Herr. Deine Herrschaft, Herr, sei unter uns. Danke für deine Kinder, deine geliebten Kinder, dein Schmerzenslohn sind vor mir hier, Herr, die du erlöst hast aus der Pit, aus der, ja, gibt es noch ein Wort, Pit, aus der Grube, danke Sven, aus der Grube hat uns rausgenommen. Das war bisher. Und du hast uns rausgenommen, Herr, und hast auf einen Fels gestellt. Du hast uns auf einen Fels gestellt. Und wir rufen und wir sehen hinab auf unsere Feinde, Herr. Du bist wunderbar. Der in dir wohnt, Gottes, der Geist des lebendigen Gottes, der in dir wohnt, der segnet dich mehr, umso mehr und umso mehr. Er segnet dein Geist, samt Seele und Leib. Er segnet dich mehr und mehr und mehr, wie die Tage vorbeigehen. In Jesu Namen bete ich und du empfängst. Amen. Amen.